englisches Wetter, englisches Auto hier. Ich fahre heute ein McLaren Artura. Ich liebe es, weil er nur ein 3-Liter-Motor hat. Schafft man ca. 11 Liter, wenn man will. Man spürt einfach wirklich alles viel besser. Im Innenraum, es ist altmodisch und das finde ich gut. Das Auto ist nicht nur speziell, weil es ein McLaren ist, sondern weil hört ihr? Ja, wir fahren elektrisch. Das hier ist der erste Plug-in-Hybrid von McLaren. Das ist aber längst nicht alles, was Cindy am Sportwagen auffällt. Der Artura ist typisch englisch, ein eigenwilliges Gefährt. Dieses Auto hier ist wirklich interessant, weil gleichzeitig es ist ultramodern mit der Technik, aber trotzdem altmodisch. Was an der flügeltürigen Flunder altmodisch ist, das erklärt Cindy gleich. Zuerst schauen wir uns die technischen Daten an. Diese sind nämlich alles andere als von gestern. Die Systemleistung liegt bei 515 Kilowatt und wird von einem V6-Benziner zusammen mit einem Plug-in-Hybrid geliefert. Der Preis dafür beträgt mindestens eine Viertelmillion Franken, ohne aufpreispflichtige Extras wohlgemerkt. Die einzige Zahl, die beim Artura im Rahmen bleibt, ist der Normverbrauch von 4,9 Liter. Dies ist möglich, weil der Artura der erste McLaren mit Hybrid ist. Also fast der erste. Ja, ich weiß, das ist nicht der allererste Hybrid von McLaren, sondern die B1. Aber mal ganz ehrlich, die B1, die ist so selten und so teuer, man kann es gar nicht zählen. Das hier ist der erste normales Hybrid von McLaren. Aber ja, was heißt normal? Bei McLaren ist sowieso nichts Normales. Sicher nicht normal ist eine Höchstgeschwindigkeit von 330 Stundenkilometer in Kombination mit einem Normverbrauch von unter 5 Liter. Die Betonung liegt hier aber klar auf Norm. Im Alltag ist der Verbrauch deutlich höher, bleibt aber trotzdem einigermaßen im Rahmen. Dies, weil im Artura ein vergleichsweise kleiner Verbrennungsmotor arbeitet. Weil er nur ein 3-Liter-Motor hat und das ist hier ein Sportwagen, das heißt, er ist leicht und ziemlich aerodynamisch, schafft man ca. 11 Liter, wenn man will. Das ist deutlich sparsamer als viele andere Sportwagen, aber das kriegt man hin nur, wenn man den Sportmodus weglässt und viel elektrisch fährt, wie hier zum Beispiel. Das geht maximal 33 Kilometer weit. Das ist zwar kein Topwert, aber für eine relativ kleine und leichte 7,4 Kilowattstunden Batterie doch beachtlich. Möglich macht das ein tiefes Gewicht. Das ist in der DNA der Marke, die nicht nur ein Autohersteller, sondern auch ein Rennstall ist. Also man merkt, dass McLaren aus der Formel 1 kommt und das nicht nur wegen der Sitzposition, sondern auch, weil das Auto leicht ist und das ist fortschrittlich. Der Artura wiegt mit knapp 1,5 Tonnen gut 100 Kilo weniger als sein hybridisierter Konkurrent aus Italien, der Ferrari 296 GTB. Das tiefe Gewicht erreicht der McLaren dank einem Carbon-Monocoque, einem kompakten V6-Motor und dem Einsatz von teuren und leichten Werkstoffen. Aber nicht nur. Das Auto ist leicht, weil es schlau gebaut ist. Zum Beispiel das Teil hier hinten ist ein Stück. Und das heißt, es hat wenig Schraube und es ist leichter. Dafür der Nachteil ist, wenn eine dich reinfährt, zum Beispiel einen dicken SUV,
und der macht hier hinten alles kaputt. Was passiert? Dann musst du hier das ganze Teil ersetzen. Aber naja, die Kunden, die einen McLaren kaufen, können sich sicher das leisten. Auch das Getriebe hier ist leicht, weil ich keinen Rückwärtsgang habe. Ich mache das mit meinem Elektromotor, weil der Elektromotor kann einfach die Richtung wechseln und so kann ich auch rückwärts fahren. Sehr schlau und fortschrittlich. So progressiv die Technik hinter den Sitzen, so konservativ ist sie weiter vorne. Im Innenraum, es ist altmodisch und das finde ich gut. Wie zum Beispiel hier mein Lenkrad. Schau mal, ich habe gar keine Knöpfe. Und ich kann mich nicht erinnern, wann war das letzte Mal, dass ich ein Lenkrad hatte ohne Knöpfe. Und das ist gut so, weil hier geht es um Fahren. Mein Sitz, der ist zum Teil nur elektrisch. Zum Beispiel hier nach vorne und nach hinten muss ich einfach das Ding nach oben ziehen. Normalerweise, ich beschwere mich, wenn ich das nicht habe. Aber bei dem Auto hier geht es um leicht zu sein. Darum ist altmodisch gut. Was für den Sitz gilt, gilt für das ganze Fahrzeug. Die Technik von gestern wird mit jener von heute kombiniert. Um zu zeigen, was das beim Fahren bedeutet, geht Cindy jetzt auf einen abgesperrten Kurs im TCS Center Stockental. Also ich bin jetzt auf Track hier und ich schaue mich das an. Gleich auf den ersten Metern merkt Cindy, dass sie mehr Gefühl für die Vorderräder als bei praktisch allen anderen Sportwagen hat. Der Grund? Bei der Lenkung verweigert sich McLaren stur der neuesten Technik. Das ist hier einer der wenigsten Hersteller, der noch eine klassische oder, sage ich jetzt, verhaltete Servolenkung hat und nicht einfach eine elektrische Lenkung. Und das macht einen Unterschied beim Fahren. Ich sage euch, das Gefühl ist ganz anders. Man vergisst das, aber es ist wirklich so. Man spürt einfach wirklich alles viel besser. Also du spürst es wirklich, wenn der Asphalt sich verändert oder jeder Stein, wo du drüber fährst. Manche Leute werden sagen, das ist veraltet, aber wenn man wirklich mag fahren, dann das ist hier perfekt. Perfekt ist auch, dass der Sportwagen das klassische Lenkgefühl mit einer hochmodernen Kraftquelle kombiniert. Was hier wirklich nicht veraltet ist, ist der Motor. Leute, das ist hier ein 3-Liter-Motor und ich habe 700 PS. Und da habe ich volle Drehmoment ungefähr bei 2000 Umdrehungen. Und das dank der Hybride. Ohne Hybride, früher wäre das nie gegangen mit einem 3-Liter-Motor. Also das ist wirklich krass. Und davon kann Cindy nicht genug bekommen. Die Räder drehen durch. Wow, das Auto ist wirklich ein Spielzeug. Wow, und die Beschleunigung. Aber geil. Ich habe meinen Spaß. Also ich könnte wirklich jetzt den ganzen Tag einfach auf die Rennstrecke jetzt fahren. Wenn ich jetzt aber jammern würde, aber es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, der Klang vom Motor könnte etwas besser sein. Also es gibt andere Sportwagen, die einfach besser klingen. Das ist das perfekte Stichwort, um das Konkurrenzumfeld anzuschauen. Da der Hybridantrieb nur zaghaft in dieser exklusiven Klasse ankommt, ist die Anzahl Gegner für den McLaren momentan noch überschaubar. Konzeptionell ist der Ferrari 296 GTB dem Artura am ähnlichsten. Aber der Italiener ist nicht nur deutlich stärker, sondern auch schwerer und noch teurer als der Engländer. Günstiger ist der erste 911er mit Hybrid, der GTS. Er verfolgt aber ein anderes Konzept als der Artura. Der Porsche hat keine Aufladung per Stecker und so ist der Normverbrauch höher und die Leistung tiefer als bei McLaren. Da Porsche und Ferrari anders als der Artura positioniert sind und die elektrifizierte Corvette E-Ray bisher nicht in Europa verfügbar ist, fehlt Cindys orangem Sportwagen momentan ein direkter Konkurrent. Am nächsten kommt ihm der bereits eingestellte Honda NSX, den Cindy bereits getestet hat.
Der NSX hat mir beeindruckt, vor allem mit der Technik, aber er war 250 Kilo schwerer als das Auto hier. Stell dich vor, das wäre wie wenn du die ganze Zeit mit deinem Motorrad zum Beispiel auf dem Dach fahren würdest. 250 Kilo. Und ich musste immer mit dem NSX gegen Unterstell kämpfen, weil es ist Allrad. Das Auto hier ist Heckantrieb. Also das ist wieder so altmodisch, aber irgendwie super gut. Das macht man mit Heckantrieb. Wow, ich liebe es. Aber natürlich 700 PS auf die hinteren Räder. Muss man schon steuern können, weil du bist auch schnell weg, ja? Ich finde altmodisch gut, aber bei einem Punkt bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es immer noch altmodisch ist, und zwar die Bremsen. Die sind super präzise, die bremsen gut, man kann sie vertrauen, aber die rekuperieren nicht. Das ist der Preis für den ursprünglichen Heckantrieb. Ohne E-Motor an der Vorderachse gibt es auch keine Rekuperation. Natürlich könnte McLaren auf der Hinterachse Energie zurückholen. Da sich aber beim Bremsen ein Großteil des Gewichts nach vorne verlagert, würde das nur wenig bringen. Die verpuffte Verzögerungsenergie ist für Cindy aber der einzige wirkliche Nachteil bei der Kombination aus alt und neu. Sonst hat sie für den englischen Sportwagen nur warme Worte. Der Antrieb ist modern und nur mit Strom kann das Auto so schnell sein mit so einem kleinen Motor. Aber sonst gibt es keine neue Technik, die das Auto künstlich macht beim Fahren. Es ist wirklich oldschool, aber viel schneller und effizienter.